Hier haben wir die Infrarot Bicolor Lezilla. Mit der Infrarotleuchte hat seinerzeit alles angefangen. Die ursprüngliche Version, die ich hatte 860 Nanometer als LED verbaut. Die sind auch hier noch drin. Und wenn man die anmacht, dann ist es für unser Auge noch so ein leichtes rötliches Glimmen festzustellen, weil eben 860 Nanometer doch noch recht nah am sichtbaren Spektrum sind. Es besteht aber hier eben die Möglichkeit, stufenlos zu den 960 Nanometer LEDs zu wechseln. Das ergibt wiederum die Möglichkeit, die Lichtart der Spurenart bzw. dem Spurenträger anzupassen und so eben das optimale Bild letztendlich zu erzeugen und fotografieren zu können, was wir uns dann, denke ich, an einzelnen Asservaten direkt angucken. Die Visualisierung von Blutspuren ist mitunter schwierig. Blut allerdings neigt dazu, Licht zu absorbieren, das heißt Licht zu schlucken. Hier jetzt ein Beispiel für einen typischen Spurenträger, geeignet für den Nahinfrarotbereich. Es handelt sich hier um ein schwarzes T-Shirt mit verschiedenen großen Blutantragungen drauf. Während wir bei Normalbeleuchtung noch hier diese größeren Blutkontaktspuren erkennen können, sind die auf dem Textil vorhandenen kleinen Blutspritzspuren praktisch unsichtbar. Hier hilft jetzt eben der Nahinfrarotbereich, das heißt, wir verlassen das sichtbare Spektrum und gehen im Bereich über 750 Nanometer. Genauer haben wir hier einen Filter im Einsatz, der bei 830 Nanometer aufmacht. Das heißt jetzt, unsere Kamera wird durch Anbringen dieses Filters zur Infrarotkamera. Das Textil ist jetzt im Infrarot nicht mehr schwarz, sondern, so wünschen wir es uns natürlich, wird rein weiß oder sehr hell und die Blutspuren treten als dunkle Antragungen zutage. Das Infrarot ist vor allen Dingen geeignet, Vollblut kontrastreich darzustellen und insofern eben sind gerade diese Blutspritzspuren prädestiniert, um hier mit dem Infrarot dokumentiert zu werden. Eine weitere Anwendung für Nahinfrarotlicht wäre zum Beispiel Schmauch. Sprich, wir haben hier Rußpartikel und Reste vom Treibmittel der Patrone. Genauer haben wir hier einen Durchschuss und was man hier sieht, ist der sogenannte Abstreifring. Das Projektil, wenn das Textil durchdringt, streift eben die an dem Projektil haftenden Schmauchspuren hier ab. Die lassen sich im Infrarotlicht oder im Nahinfrarotlicht wunderbar darstellen, was die nächsten Bilder zeigen werden. Des Weiteren sind hier noch eine Gruppe aus Blutspritzspuren zu sehen, die wir gleichzeitig mit fotografieren können. Bei dem Asservat hier befindet sich zentral ein Fußabdruck durch einen Tritt erzeugt. Bei Normalbeleuchtung ist die Fußabdruckspur nicht zu entdecken, wie Sie auch auf dem Foto sehen können. Wieder der Infrarotfilter vor das Objektiv genommen. Der entsprechende Weißabgleich wird in der Kamera eingestellt und wir machen Infrarotfotos und nun sehen wir entsprechend mehr als zuvor. Im Folgenden möchte ich auf Anwendungen aus dem Bereich eher der Dokumentenanalyse eingehen. Wir haben hier eine Briefmarke mit einem Briefstempel, der bei Normalbeleuchtung aufgrund der Farben der Briefmarke nur schwer zu erkennen ist. Im Nahinfrarot verschwinden entsprechend die Farben und der Stempel tritt so zutage, dass er einwandfrei gelesen werden kann. Denkbar wäre auch zum Beispiel, dass man
Teile von Schriften versucht, mit Kugelschreiber zum Beispiel auszustreichen, oder dass man versucht, Schriften oder eben Blutspuren zu überstreichen. Ich simuliere das jetzt einfach mal mit so einem hier weißen Korrekturstift. Im Nahinfrarot ist es jetzt möglich, aufgrund der hohen Energie der Strahlung diese dünne Farbschicht zu durchdringen und praktisch zu lesen, was unter der Farbschicht bzw. unter dieser Schicht Kugelschreibertinte sich verbirgt. Eine weitere mögliche Anwendung für die Reflexionsfotografie im Nahinfrarotbereich wäre zum Beispiel die Dokumentation von daktyloskopischen Spuren. Wir haben hier einen dunklen Spurenträger in Form einer Tasse. Wir werden hier auch jetzt ein Foto machen, um das Ganze zu zeigen. Beim Wechsel dann in den Nahinfrarotbereich ist es dann möglich, hier einen Großteil der Farbe auszublenden. Die Schrift bleibt noch ein bisschen sichtbar, aber letztendlich lässt sich die Fingerspur so viel besser darstellen. Kaum bekannt ist die Anwendung der digitalen Infrarotfotografie dahingehend, dass man auf verbrannten Spurenträgern Schriftbildern wieder sichtbar machen kann. Ist so wie hier ein Brandbild auf so einem Dokument zu erkennen, ist natürlich in einem schwarzen Bereich bei Normalbeleuchtung die Druckfarbe schlecht bis gar nicht mehr zu erkennen. Wechseln wir die Betrachtungswellenlänge zum Nahinfrarotbereich hin, wird die Druckerschwärze in den verkohlten Bereichen wieder kontrastreicher dargestellt und das ursprüngliche Schriftbild wird wieder sichtbar wie in der folgenden Aufnahme zu sehen. Vielleicht abschließend noch ein paar Worte. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Spurenträger vielleicht nicht so reagieren im Nahinfrarotbereich, wie Sie das vielleicht sich wünschen oder erwarten. Niemand vermag vorauszusehen, ob ein schwarzer Spurenträger sich dem Wunsch gemäß nach weiß hin verändert oder ob er einfach schwarz bleibt. Probieren Sie es einfach aus, spielen Sie mit den Wellenlängen und finden Sie heraus für jede Fragestellung, welche Wellenlänge vielleicht die geeignetste ist.